Sprechtheater hat große Sprachbarrieren. Wenn du die Sprache des Stücks nicht verstehst, kannst du meist auch nicht folgen. Geht's nicht auf die Berg oder auf dem Wehr? Hier helfen Übertitel. Übertitel sind sowas wie Untertitel beim Film, aber eben nicht ganz. Denn sie sind darüber und nicht darunter und Theater findet live statt. Auch sind diese Übertitel oft nur auf eine Sprache beschränkt. Manche Menschen fühlen sich zudem durch diese offen sichtbaren Übertitel gestört. Auch machen sie Nackenstarre vom vielen Hochgucken und das Stück findet auch eher weiter unten statt. Um Theater besser zugänglich zu machen, braucht es außerdem Gebärdensprache und Audiodeskription. Zwei Männer heben ihn auf ihre Schultern. Alle strecken ihre Arme nach ihm aus. Er wird heruntergelassen. Das Ensemble sinkt völlig erschöpft zu Boden. Zum Schluss auch Paul. Wie wär's, wenn man all diese Angebote in einer App bündelt und über lokale Netze direkt auf mitgebrachte mobile Geräte schicken würde? Dabei gibt es hauptsächlich zwei Herausforderungen. Für Videos von Gebärdensprache und Audiobeschreibung braucht es große Dateien, die auf die Endgeräte kommen müssen. Die Netzwerke im Theater sind oft nicht darauf ausgelegt, hunderte Megabyte live auf hunderte Endgeräte zu streamen. Das ist auch gar nicht notwendig, denn die Inhalte sind ja vorproduziert. Die Dateien müssen also vor der Vorstellung auf die Geräte geladen werden. Wir nennen das Provisionierung. Mit ausgehändigten Geräten geht das, nervt aber ziemlich und es gibt keine einheitliche Regelung, wie die Daten auf die Geräte kommen. Zweite Hürde: Theater findet live statt. Im Gegensatz zum Film ändert sich der Rhythmus einer Aufführung jedes Mal. Trotzdem muss der Inhalt zur richtigen Zeit ankommen. Ein Witz darf nicht vorweggenommen werden, eine Übersetzung des Spielgeschehens von vor 2 Minuten nützt mir auch nichts mehr. All das regelt Open Theater und zwar mit 2 APIs. Die Provisionierungs-API regelt, wie das Theater die Daten im Netz bereitstellt und wie Apps auf den Smartphones der BesucherInnen die richtige Sprache anbieten können. So können sich Zuschauende bereits vorher ihre jeweilige Übersetzung auswählen und die dazugehörigen Mediendateien in die App laden. Die Trigger API regelt dann, wie die Theatertechnik und die Untertitel-Provider die Inhalte live auf den Geräten im Zuschauersaal darstellen können. Und mit Inhalten meinen wir zum Beispiel Videoaufzeichnungen von Gebärdensprache, Audiodeskription oder auch eine schriftliche Fassung von dem auf der Bühne gesprochenen Text bzw. eine Übersetzung davon in eine andere Sprache. Natürlich kann man auch den Look ändern, zum Beispiel kontrastreiche Farben einstellen oder die Größe ändern. Oder Animationen und Übergänge zwischen Titeln darstellen. Das alles geht ganz schnell, weil wir nicht mehr die großen Datenmengen durch das Netz drücken müssen. Mit dem Einsatz von Open Theater Apps erhoffen wir uns, Sprachbarrieren weiter abzubauen und Zugang zum Theater ein Stück leichter zu machen. Open Theater kann natürlich auch in anderen Situationen nützlich sein und weiterentwickelt werden. Zum Beispiel für Live-Events wie Konzerte in Museen oder bei Stadtführungen. Open Theater ist eine interoperable API, um Inhalte auf mitgebrachte Geräte zu bringen. Der offene Code kann in andere Event- und Theatersoftware integriert werden. Für die Förderung danken wir dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und dem Prototype Fund.